Du hast Probleme mit deinem Logitech-Lenkrad, G29, G25 und welches da alles gibt. Es spinnt im Betrieb rum, es geht einfach aus, es wird nicht erkannt. Dann bleib dran, nach dem Intro versuche ich zu erklären, wie ich meine Probleme mit dem Lenkrad gelöst habe. So, herzlich willkommen bei meinem Video. Ich habe mir mal überlegt, ich mache jetzt eine neue Version von diesem Video, weil der Ton immer so grottig war. In diesem Video soll es darum gehen, um dieses bekannte Bild, was ihr vielleicht schon manche kennen, um die Probleme mit dem Logitech G29. Ich hatte das ständige Problem mit meinem Logitech Lenkrad. Ich habe es mir zweimal gekauft, neu und nicht gebraucht, komplett mit Pedale und Schaltung. Jetzt kam es öfters vor, wie zum Beispiel bei LS17, dass es entweder viel zu schwer ging oder wie bei Project Cars, Teil 1 und 2 sogar, das muss man sich mal überlegen, dass es überhaupt nicht funktionierte. Es wurde auch gar nicht erkannt, ich konnte es nicht anlernen oder konfigurieren. Oder wie bei Euro Truck Simulator 2, dass es einfach ausging und sich plötzlich mitten ins Spiel kalibriert. Wenn man jetzt so ein Kind da sitzen hat, keine Ahnung, mit 1 Jahr oder so, und da steckt die Finger durch das Lenkrad und in diesem Moment kalibriert sich das einfach neu, weil das ist ja auch völlig unerwartet, ist das schon eine gefährliche Kiste. Oder wenn ihr diese Bänder habt, wenn ihr einen Kapuzenpulli anhabt oder so, dann ist das halt auch eine ziemlich große gefährliche Kiste, ne? So, das erste Lenkrad habe ich dann auch zurückgeschickt, da es auch sehr hohe Töne beim Lenken gab. Ich denke mal, das Getriebe, da diese Plastikräder oder was da drin ist, waren vielleicht zu stramm oder nicht geschmiert. Und der Schaltknüppel funktionierte nicht überall und dann habe ich das zurückgeschickt und ich hatte irgendwie das Gefühl, das war irgendwie ein B-Ware-Artikel. Das Ersatzlenkrad war merkwürdigerweise in Ordnung und beim zweiten Lenkrad war also, ja, so von der Technik her jetzt auch nichts zu reklamieren. Jedoch diese Probleme, die beim Spielen waren und beim Benutzen des Lenkrads, das war schon echt nervig, ne? Ja, bei mir ist es so, dass es sich halt zwischenzeitlich mehrere Hardware-Änderungen ergab. Also ich hatte andere Mainboards, andere Rechner, mal am Laptop dran, mal eine Playstation sogar dran und es war halt so, dass es nur am Computer war mit diesen Probleme. An der Playstation funktioniert das einwandfrei und an den unterschiedlichen Mainboards kann es auch nicht gelegen haben, weil das war mal Quad to Quad, mal ein i7, mal ein i5, verschiedene Mainboard-Architekturen und Sockel, also daran kann es jetzt auch nicht gelegen haben. Ähm, Jedoch, wie kommt es zu solchen Problemen, habe ich mir dann gedacht. Es kann schon bei der Installation was falsch gelaufen sein. Dazu habe ich die Software runtergeladen und auch die Antivirensoftware, die ich habe. Und dann habe ich den Stecker fürs Internet einfach mal rausgezogen, habe die Antivirensoftware gelöscht und die Gaming-Software von Logitech danach und neu gestartet. Dann habe ich einfach nochmal die Logitech-Software neu installiert und dann habe ich die Antivirensoftware neu drauf gemacht. Oh, das ging eine Zeit lang gut. Dann plötzlich LS17 wahrscheinlich das Lenkrad einfach hart. Ich konnte es nicht verstehen. Dieser Lenkwiderstand, der war so heftig, das hat keinen Sinn gemacht. Da hätte ich Hulk-Arme gekriegt auf Dauer. Ne, dann bin ich einfach aus dem Spiel rausgetappt und habe dann die Gaming-Software geöffnet, die da unten rechts in der Taskleiste ist. Und in diesem Moment auf einmal wird das Lenkrad weich. Ich denke mir so, was ist das denn? Das ist auch schon wieder so ein Software-Bug. Ähm, ja, das war dann eine Zeit lang so und irgendwann war das auch wieder weg und dann funktionierte das einwandfrei. Man kann auch in dieser Gaming-Software den Lenkwiderstand ein bisschen runterstellen, wenn man da auf das Lenkrad klickt und dann kommt da halt so ein Schiebefeld. Ja, dann habe ich auch dann in dem Moment, wo das dann auch urplötzlich funktioniert, habe ich den Rechner neu gestartet, habe das Spiel geöffnet, es war schon wieder das Problem. Habe ich mir gedacht, geil. Wieder die Software aufgemacht, während ich das Spiel minimiert habe und das Problem war wieder weg. Also ist es auch ein Problem mit der Gaming-Software. Ja, dann habe ich Logitech angeschrieben und da wurde ich dann halt nur an das Forum verwiesen. Ja, also Support mega schlecht. Sowas habe ich noch nie erlebt. Vor allem, ich kaufe mir da so ein schweineteures Lenkrad und ich werde an ein Forum verwiesen. Ja, wo ich dann auch nicht wirklich Hilfe bekam. Ähm, bei den anderen Rechnern waren aber auch genau dieselben Probleme und dann fingen die ja an, ja, das liegt an Windows, an den Windows, ja, und ich habe ja Windows 7 ausprobiert, Windows 8 ausprobiert, Windows 10 ausprobiert und an der Playstation war es auch normal. Denke ich mir.
muss ja noch andere Ursachen haben. Dann habe ich gemerkt, dass man das Lenkrad auf keinen Fall bei USB 3.0 anschließen darf. Falls ihr jetzt mal nicht wisst, gibt ja welche, die wissen jetzt nicht so auf Anhieb, was 2.0 ist, was 3.0 ist. Ihr seht jetzt da drin so diese unterschiedlichen Farben von dem Kunststoff hier drin. Ne, da seht ihr ja, hier oben steht es auch, das ist 2.0, das ist 3.0. Und bei den 3.0 gibt es halt Probleme. Dann ist es auch so, man sollte es auch nicht mega lang machen, also nicht hier Verlängerungen dran machen und das dann um 5 Meter verlängern. Das führt dann auch schon häufig zu Fehler. Und auf keinen Fall da in den blauen Anschluss reinstecken, sondern nur in den schwarzen. Auch keine Erweiterungskarten, die ihr dann unten an dem Rechner habt, ne, in diese PCI-Slots, sondern nur die wirklich fest verbauten USB 2.0 Anschlüsse an euren Computer, die hinten da sind, wo das Mainboard ist. Das ist so großes Blech, da sind ganz viele Anschlüsse. Da in einen von den schwarzen reinstecken. Und dann habt ihr eine gute Chance, dass es schon etwas besser funktioniert. Dann habt ihr oben auf dem Lenkrad, habt ihr hier in diesem Bereich, ist ja auch ein Knopf, ein Schiebeknopf. Wenn ihr den betätigt, passt auf, es dreht sich los. Ich habe meins auf PS4 stehen und es funktioniert einwandfrei, seitdem ich das gemacht habe. Ich glaube, am Anfang stand es auf was anderem. Und dann gibt es noch das Problem, ihr drückt jetzt hier mal auf die Energieoption. Und dann kommt ja hier das neue Fenster und dann habt ihr hier, ja, das hat Windows mal wieder geändert, zusätzliche Energieeinstellungen und dann geht ihr mal hier auf Sparplan ändern und dann habt ihr hier in dem neuen Fenster ist hier USB-Einstellungen. Das öffnet ihr einfach mal und hier steht aktiviert. Das sollte es natürlich nicht sein, man sollte es deaktivieren und dann hoffe ich mal, dass eure Probleme beseitigt wurden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich kann euch versuchen zu helfen, aber so wie mega viel Ahnung habe ich jetzt davon auch nicht. Ich werde mir Mühe geben, eure Fragen zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und viel Erfolg bei der Problembehebung. Bis dann.